Hallo Daniel, schön, dass du da bist. Hallo Laura, der Schnee draußen sieht wunderschön aus. Setz dich. Möchtest du etwas Warmes trinken? Ja, gern. Einen Tee bitte. Und du? Einen Cappuccino. Danke. Wir wollten ja über das Jahr sprechen. Womit fangen wir an? Vielleicht mit den Reisen. Du hattest doch auch ein paar Wochenenden weg, oder? Ja, ich war im Frühling in den Bergen und im Sommer an der Küste. Erzähl mehr vom Bergwochenende. Was habt ihr gemacht? Wir sind 2 Tage gewandert. Die Luft war frisch und die Aussicht toll. Das hat richtig gut getan. Man hat echt Abstand zum Alltag. Genau. Danach war ich zwar erschöpft, aber ruhiger im Kopf. Bei mir war die Küste mein Highlight. Ein langes Wochenende mit einer Freundin. Habt ihr am Meer geschwommen? Ja, im August war das Wasser noch warm. Wir haben jeden Morgen Kaffee am Strand getrunken. Ah, das klingt wunderbar. Kleine Pausen wie diese sind wichtig. Genau. Aber neben den Reisen war das Jahr auch anstrengend bei der Arbeit. Erzähl, was war besonders stressig? Im Frühjahr hatten wir ein großes Projekt. Viele Überstunden, viele Meetings. Bei mir war es ähnlich. Ich habe viel gearbeitet und war oft müde. Hast du denn Wege gefunden, damit umzugehen? Ich habe versucht, feste Pausen zu nehmen, aber am Anfang hat das nicht gut geklappt. Ich habe jeden Morgen einen Spaziergang gemacht. 20 Minuten reichen oft. Das probiere ich auch. Ich habe ab Herbst außerdem weniger Kaffee getrunken. Weniger Kaffee? Das ist schwer. Am Anfang hatte ich Kopfschmerzen, aber nach 2 Wochen ging es besser. Ich schlafe jetzt besser. Super. Ich habe abends mein Handy ausgemacht. Seit September lege ich es um 9 Uhr weg und lese ein Buch. Das klingt gut. Ich sollte das auch versuchen. Meine Augen sind oft müde. Kleine Änderungen bringen oft mehr als große Pläne. Stimmt? Welche schlechte Gewohnheit hast du aufgegeben? Ich habe aufgehört, ständig Arbeit mit nach Hause zu nehmen. Am Wochenende beantworte ich kaum noch E-Mails. Ich habe versucht, weniger aufzuschieben. Ich beginne jetzt mit der wichtigsten Aufgabe zuerst. Das hilft bestimmt, abends früher fertig zu sein. Ja, und so bleibt auch mehr Zeit für Freunde. Apropos Wochenende. Erinnerst du dich an den Spaziergang letzte Woche? Ja, das war richtig schön. Ich habe es sehr genossen. Ich auch. Es ist schön, so gemeinsam Zeit zu verbringen. Ich freue mich schon auf die Ausflüge im Winter. Ich auch. Ein paar kleine Trips sind genau das Richtige, um Energie zu tanken. Komm, wollen wir jetzt zu mir gehen und den Baum schmücken? Gern, ich freue mich darauf. Hier ist der Baum. Setz dich. Ich hole die Kugeln. Die Lichter sind schön. Ich helfe dir beim Aufhängen. Danke. Währenddessen können wir weiterreden. Was möchtest du 2026 bei der Arbeit anders machen? Ich will weniger Überstunden und klare Zeiten ohne E-Mails. Zum Beispiel nach 18 Uhr nicht mehr antworten. Gute Idee. Ich will jeden Monat einen freien Tag nur für mich einplanen. Wirklich frei, kein Job. Das klingt gut. Und wie willst du die Fotografie in den Alltag einbauen? Ich plane jeden 2. Samstag einen Fotospaziergang. Kein Druck, einfach machen. Super. Und wie bleibst du dran? Ich trage es in den Kalender ein und sage es einer Freundin. Dann ist es verbindlicher. Ich mache das mit meinem Bruder. Er erinnert mich. Funktioniert gut. Und klappt das mit dem weniger Kaffee?
Ja, ich trinke jetzt nachmittags Kräutertee. Das hilft beim Runterkommen. Klingt gesund. Der Baum sieht schon ganz schön aus. Danke fürs Helfen. Gern. Danke für das Gespräch. Ich fühle mich motiviert fürs neue Jahr. Ich auch. Auf ein Jahr mit guten Reisen, weniger Stress und neuen Gewohnheiten. Auf ein Jahr mit kleinen Schritten und echten Momenten. Prost! Okay, jetzt machen wir Shadowing-Training. Du hörst jeden Satz einmal mit einer 5-sekündigen Pause. In dieser Pause wiederholst du den Satz laut und deutlich. Tipp: Nimm deine Stimme auf, um deine Aussprache zu überprüfen. Lass uns starten. Hallo Daniel, schön, dass du da bist. Hallo Laura, der Schnee draußen sieht wunderschön aus. Setz dich. Möchtest du etwas Warmes trinken? Ja, gern. Einen Tee bitte. Und du? Einen Cappuccino. Danke. Wir wollten ja über das Jahr sprechen. Womit fangen wir an? Vielleicht mit den Reisen. Du hattest doch auch ein paar Wochenenden weg, oder? Ja, ich war im Frühling in den Bergen und im Sommer an der Küste. Erzähl mehr vom Bergwochenende. Was habt ihr gemacht? Wir sind 2 Tage gewandert. Die Luft war frisch und die Aussicht toll. Das hat richtig gut getan. Man hat echt Abstand zum Alltag. Genau. Danach war ich zwar erschöpft, aber ruhiger im Kopf. Bei mir war die Küste mein Highlight. Ein langes Wochenende mit einer Freundin. Habt ihr am Meer geschwommen? Ja, im August war das Wasser noch warm. Wir haben jeden Morgen Kaffee am Strand getrunken. Ah, das klingt wunderbar. Kleine Pausen wie diese sind wichtig. Genau. Aber neben den Reisen war das Jahr auch anstrengend bei der Arbeit. Erzähl, was war besonders stressig? Im Frühjahr hatten wir ein großes Projekt. Viele Überstunden, viele Meetings. Bei mir war es ähnlich. Ich habe viel gearbeitet und war oft müde. Hast du denn Wege gefunden, damit umzugehen? Ich habe versucht, feste Pausen zu nehmen, aber am Anfang hat das nicht gut geklappt. Ich habe jeden Morgen einen Spaziergang gemacht. 20 Minuten reichen oft. Das probiere ich auch. Ich habe ab Herbst außerdem weniger Kaffee getrunken. Weniger Kaffee? Das ist schwer.
Am Anfang hatte ich Kopfschmerzen, aber nach 2 Wochen ging es besser. Ich schlafe jetzt besser. Super. Ich habe abends mein Handy ausgemacht. Seit September lege ich es um 9 Uhr weg und lese ein Buch. Das klingt gut. Ich sollte das auch versuchen. Meine Augen sind oft müde. Kleine Änderungen bringen oft mehr als große Pläne. Stimmt? Welche schlechte Gewohnheit hast du aufgegeben? Ich habe aufgehört, ständig Arbeit mit nach Hause zu nehmen. Am Wochenende beantworte ich kaum noch E-Mails. Ich habe versucht, weniger aufzuschieben. Ich beginne jetzt mit der wichtigsten Aufgabe zuerst. Das hilft bestimmt, abends früher fertig zu sein. Ja, und so bleibt auch mehr Zeit für Freunde. Apropos Wochenende. Erinnerst du dich an den Spaziergang letzte Woche? Ja, das war richtig schön. Ich habe es sehr genossen. Ich auch. Es ist schön, so gemeinsam Zeit zu verbringen. Ich freue mich schon auf die Ausflüge im Winter. Ich auch. Ein paar kleine Trips sind genau das Richtige, um Energie zu tanken. Komm, wollen wir jetzt zu mir gehen und den Baum schmücken? Gern, ich freue mich darauf. Hier ist der Baum. Setz dich. Ich hole die Kugeln. Die Lichter sind schön. Ich helfe dir beim Aufhängen. Danke. Währenddessen können wir weiterreden. Was möchtest du 2026 bei der Arbeit anders machen? Ich will weniger Überstunden und klare Zeiten ohne E-Mails. Zum Beispiel nach 18 Uhr nicht mehr antworten. Gute Idee. Ich will jeden Monat einen freien Tag nur für mich einplanen. Wirklich frei, kein Job. Das klingt gut. Und wie willst du die Fotografie in den Alltag einbauen? Ich plane jeden zweiten Samstag einen Fotospaziergang. Kein Druck, einfach machen. Super. Und wie bleibst du dran? Ich trage es in den Kalender ein und sage es einer Freundin, dann ist es verbindlicher. Ich mache das mit meinem Bruder. Er erinnert mich. Funktioniert gut.
Und klappt das mit dem weniger Kaffee? Ja, ich trinke jetzt nachmittags Kräutertee. Das hilft beim Runterkommen. Klingt gesund. Der Baum sieht schon ganz schön aus. Danke fürs Helfen. Gern. Danke für das Gespräch. Ich fühle mich motiviert fürs neue Jahr. Ich auch. Auf ein Jahr mit guten Reisen, weniger Stress und neuen Gewohnheiten. Auf ein Jahr mit kleinen Schritten und echten Momenten. Prost!